Infinitiv mit zu, wann und wie. Die wichtigste Regel einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Grammatikthema, das euch sicher schon begegnet ist. Kennt ihr diese Sätze, wo am Ende noch ein zu vor einem Verb im Infinitiv steht? Sowas wie ich versuche, Deutsch zu lernen? Wann braucht man dieses kleine zu eigentlich? Genau das klären wir heute. Bist du bereit, Lena? Oh ja, das frage ich mich auch oft. Manchmal sage ich zum Beispiel, ich will lernen, ohne zu. Aber dann höre ich habe vor zu lernen. Wann kommt das zu dazu und wann nicht? Das ist verwirrend. Das ist eine super Beobachtung und genau der Punkt. Es gibt Verben, nach denen wir einen Infinitiv ohne zu benutzen. Die schauen wir uns im nächsten Video an. Aber heute konzentrieren wir uns auf die riesige Gruppe von Verben, Adjektiven und Nomen, nach denen wir einen Infinitivsatz MIT zu brauchen. Das ist sozusagen der Normalfall. Okay, der Normalfall ist mit zu. Und wann genau ist das? Gibt es da Regeln? Ja, die gibt es. Die wichtigste Regel? Du brauchst Infinitiv mit zu sehr oft nach 3 Hauptgruppen: Verben, Nomen und Adjektiven. Schauen wir uns die erste Gruppe an. Du brauchst zu nach vielen Verben, die einen Wunsch, Plan, eine Absicht, einen Beginn, ein Ende, eine Bitte, Empfehlung oder Erlaubnis ausdrücken. Plan, Absicht, ich plane zu reisen. Ich habe vor, Sport zu machen. Versuch, sie versucht zu öffnen. Wunsch, Hoffnung. Wir hoffen, dich zu sehen. Ich wünsche mir, Deutsch zu sprechen. Beginn, Ende. Er fängt an, zu spielen. Sie hört auf, zu rauchen. Bitte, Empfehlung, Angebot. Ich bitte dich, zu helfen. Er empfiehlt, das Buch zu lesen. Sie bietet an, uns abzuholen. Erlaubnis. Verbot. Meine Eltern erlauben mir, aufzubleiben. Es ist verboten, hier zu parken. Vergessen. Versprechen. Ich vergesse oft, anzurufen. Er verspricht, pünktlich zu sein. Wow, das sind ja echt viele Verben. Also bei planen, versuchen, hoffen, empfehlen, vergessen. Kommt danach immer zu plus Infinitiv? Genau. Das sind typische Beispiele. Es gibt noch mehr, aber das sind sehr häufige Signalverben für den Infinitiv mit zu. Kommen wir zur zweiten Gruppe. Du brauchst zu auch nach bestimmten Nomen, oft in Verbindung mit haben oder sein. Ich habe Lust zu gehen. Wir haben Zeit zu trinken. Du hast die Möglichkeit zu studieren. Ich habe die Absicht, den Plan, Deutsch zu lernen. Sie hat Angst, allein zu sein. Es ist mein Wunsch, die Welt zu sehen. Ah, also Lust haben zu, Zeit haben zu, Angst haben zu. Logisch! Genau. Und der dritte Fall? Du brauchst zu auch nach bestimmten Adjektiven, meistens mit sein. Es ist wichtig zu lernen. Es ist schön, dich wiederzusehen. Es ist schwierig, das zu lösen. Es ist interessant, kennenzulernen. Es ist gesund, Sport zu treiben. Es ist leicht, das zu verstehen. Es ist verboten, hier zu rauchen. Dieses S am Anfang braucht man oft, weil der ganze Infinitivsatz, also Deutsch zu lernen, das ist, was wichtig, schön oder gesund ist. Okay, also nach es ist wichtig, es ist gesund, es ist leicht. Kommt auch zu plus Infinitiv. Das sind die 3 Hauptgruppen. Exakt. Das sind die 3 Hauptgruppen, die dir signalisieren: Achtung, hier brauchst du wahrscheinlich zu plus Infinitiv. Super. Und wie bildet man den Satz genau? Kommt da immer ein Komma? Und wo steht das zu plus Infinitiv? Sehr gute Fragen. 1. Komma. Ja, fast immer setzt man ein Komma, um den Infinitivsatz vom Hauptsatz abzutrennen.
Manchmal, bei ganz kurzen Infinitivgruppen, kann es optional sein. Aber mit Komma machst du meistens nichts falsch. Ich hoffe, dich bald zu sehen. Es ist wichtig, Deutsch zu lernen. 2. Position. Das zu steht direkt vor dem Infinitiv. Und diese zu Plus-Infinitiv-Konstruktion steht am Ende des Nebensatzes Infinitivsatzes. Okay, Komma setzen und zu Plus-Infinitiv ans Ende. Genau. Aber Achtung bei trennbaren Verben im Infinitivsatz. Was passiert da wohl? Oje. Trennt sich das Präfix dann auch? Nein, hier kommt der Trick. Bei trennbaren Verben im Infinitivsatz mit zu schiebt sich das zu zwischen das Präfix und den Verbstamm. Verb anrufen. Infinitiv mit zu. Anzurufen. Satz: Ich vergesse oft, meine Oma anzurufen. Verb aufstehen. Infinitiv mit zu. Aufzustehen. Satz: Es ist schwer, früh aufzustehen. Verb einkaufen. Infinitiv mit zu. Einzukaufen. Satz: Hast du daran gedacht, Milch einzukaufen? Wow. Okay, das ist wichtig. Also anzurufen, aufzustehen. Das zu kommt in die Mitte. Das muss ich üben. Genau. Okay, jetzt wird's praktisch. Und hier ist es super wichtig, dass ihr nicht nur zuschaut, sondern aktiv mitmacht und mitdenkt. Jetzt seid auch ihr zu Hause gefragt. Wie würdest du sagen: Ich hoffe, morgen früh aufzustehen? Aufstehen ist trennbar. Pausiert kurz das Video und überlegt. Lena, wie heißt es richtig? Aufstehen ist trennbar. Zu muss dazwischen. Aufzustehen. Ich hoffe, morgen früh aufzustehen. Perfekt. Habt ihr es zu Hause auch so gehabt? Super. Nächster Satz für alle. Es ist schön, dich kennenzulernen. Kennenlernen ist trennbar. Wie lautet der Infinitiv mit zu? Kurz überlegen. Lena? Kennenlernen. Kennenzulernen. Es ist schön, dich kennenzulernen. Exzellent. Letzter Satz für alle. Er versucht, das Fenster zuzumachen. Zumachen ist trennbar. Wie heißt der Infinitiv mit zu? Lena, dein Tipp? Zumachen. Zuzumachen. Er versucht, das Fenster zuzumachen. Spitze. Ihr habt die Struktur alle super verstanden. Ja, ich glaube, das Prinzip ist klar. Also, mein Fazit für heute. 1. Infinitiv mit zu ist der Normalfall, nach vielen Verben. Planen, versuchen, hoffen, empfehlen. Nomen, Lust haben, Zeit haben, Angst haben. Und Adjektiven. Wichtig sein, schön sein, leicht sein. 2. Man setzt meist ein Komma. 3. Zu plus Infinitiv steht am Ende des Infinitivsatzes. 4. Bei trennbaren Verben kommt das zu zwischen Präfix und Stamm, zum Beispiel anzurufen. Perfekt zusammengefasst. Das sind die absoluten Grundlagen für Infinitivsätze mit zu. Und wann braucht man kein zu? Das kommt dann nächstes Mal? Genau. Im nächsten Video schauen wir uns an, wann der Infinitiv alleine steht. Zum Beispiel nach Modalverben wie können oder wollen. Wie in deinem Beispiel: Ich will lernen. Und wir schauen uns auch an, wie man Infinitivsätze noch benutzen kann. Zum Beispiel mit zu. Super, da bin ich gespannt. Das freut mich. Und ihr da draußen? Ist die Regel mit zu jetzt klarer? Schreibt uns doch mal einen Satz in die Kommentare, was ihr heute oder morgen vorhabt zu machen. Benutzt einen Infinitivsatz mit zu. Zum Beispiel: Ich habe vor, heute Abend Italienisch zu lernen. Wir freuen uns auf eure Beispiele. Wenn dir das Video geholfen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Bis bald. Tschüss! Und keine Angst mehr vor dem kleinen zu.